Meine Frage zu den Medien, das heißt zu Frau Wroblewska wohl. Die Kommission und auch große Teile des Parlaments bekennen sich ja mittlerweile offen zur Zensur und zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung. Der Digital Services Act soll auf Orwellsche Dimensionen jetzt ausgebaut werden. So sollen Monitoring-Reporter aus der sogenannten Zivilgesellschaft, das heißt vor allem linke Interessengruppen, darüber bestimmen, welche Meinung im Internet geäußert werden darf und welche nicht. Hassrede, ein Gummibegriff, der unliebsame Meinungen aller Art bezeichnet, muss innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden und so weiter. So wird der Rechtsstaat ausgehebelt und eine woke Paralleljustiz geschaffen. Was das bedeutet, hat der deutsche Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz jüngst in Davos beim Weltwirtschaftsforum zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere: Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa, aber was wir nicht akzeptieren ist, wenn dies rechtsextreme Positionen unterstützt. Zitat Ende. Was ist rechtsextrem? Wir wissen es, wer die biologische Tatsache feststellt, dass es beim Menschen zwei Geschlechter gibt, oder wer darauf hinweist, dass die Gewaltkriminalität bei Asylmigranten besonders hoch ist, der gilt heutzutage schon als rechtsextrem. Das heißt, hier geht es nicht um die Bekämpfung echter Straftaten, sondern es geht darum, die linksliberale Hegemonie aufrechtzuerhalten. In den USA hat sich der Wind jetzt gedreht. Auf X hat Elon Musk die Meinungsfreiheit wiederhergestellt und sogar Facebook will jetzt seine sogenannten Faktenchecker, die oft genug Faktenverdreher sind, wieder abschaffen. Wollen Sie, das ist meine Frage, Europa wirklich zu einer Festung der Zensur ausbauen? Erkennen Sie nicht die Gefahren für die Demokratie, wenn der freie und offene Diskurs nicht mehr gewährleistet ist? Wie reagieren Sie auf diese Bedrohung der Demokratie durch die Kommission und auch durch Teile des Parlaments? Dankeschön. Ja, vielen Dank für Ihre Bemerkungen. Dann die Frage audiovisuelle Medien. Es gibt ja eine Zusammenarbeit aller Mitgliedstaaten und wir müssen uns da einigen. Wir mögen keine Zensur, aber wir müssen uns da doch einigen, um zu garantieren, dass Minderjährige geschützt sind. Dann glaubwürdige Inhalte, das ist keine Zensur, dann Zusammenarbeit ist keine Zensur, dann die Richtlinie, dass da alle erfasst sind, auch neue audiovisuelle Dienste, die jetzt neu entstehen, gleiche Chancen, das ist keine Zensur. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich möchte meine 2 Minuten sehr gut nutzen und würde aber den ersten Teil noch mal kurz darauf verwenden, Stellung von dem Herrn von der AfD zu nehmen. Das zeigt nur wieder deutlich Ihre Aussagen, dass Sie nicht auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bestehen. Dann würden Sie sich genauso wie vielleicht im öffentlichen Raum, auch im Internet an diese freiheitlich-demokratische Grundordnung halten. Dann würden Sie keine Falschinformationen, Hassrede oder auch Androhungen zu Gewalt unterstützen, die Ihre Partei unter anderem im Netz auch verbreitet. Das ist mir sehr, sehr wichtig, noch mal zu sagen.